Ich muss ehrlich sagen, das war mehr Emotion drin in diesem Spiel als bei Meisterschaftsgewinn. Von den Münchner Löwen kommt Anfang 1999 Miki Stevic zum BVB. Bei seinem Debüt in Berlin sieht er gleich mal gelb-rot. Mit seiner kampfbetonten Spielweise macht er sofort klar, wie gut er zu den Schwarz-Gelben passt. Es gibt wenige Vereine auf der Welt, die diese Regeln haben, die man erfüllen muss, soll, um Teil von dieser Familie zu sein. Und deswegen mag ich diese Vereine, diese Art Fußball zu spielen, mit Leidenschaft, mit 110% Engagement. Und deswegen war die Entscheidung, zu Borussia zu wechseln, sehr richtig. Und diese Entscheidung würde ich jedes Mal, wenn ich neu geboren werde, gleich treffen. Der 29-Jährige wird schnell zum Stammspieler. Dortmund qualifiziert sich für die Champions League. In der Folgesaison aber wird Trainer Michael Skibbe nach einer Niederlage gegen Kaiserslautern zum Rückrundenauftakt entlassen. Als Tabellensechster. Es kommt Bernd Kraus und der BVB gerät danach erst so richtig ins Trudeln. Leider hatte Mittelpunkt auf physische gestellt und hat versucht, konditionell mit uns zu arbeiten und das zu verbessern. Das war meiner Meinung nach damals falsch. Wir haben Kondition, aber wir waren, wenn der Kopf müde ist, sind automatisch Beine müde auch. Und das sind Situationen, wo man deutlich sieht, dass im Fußball oder Leistungssport Psyche eine entscheidende Rolle spielt. Die 1:3 Heimpleite gegen Unterhaching am 29. Spieltag ist die 6. Niederlage in Folge. Kraus muss nach seinen 13 Pflichtspielen im Amt ohne einen einzigen Sieg gehen. Dortmund ist plötzlich massiv vom Abstieg bedroht. Der Notfallplan? Altmeister Udo Lattek übernimmt, assistiert vom jungen Matthias Sammer. Vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am 32. Spieltag steht der BVB nur einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz. Ich muss ehrlich sagen, das war mehr Emotion drin in diesem Spiel als bei Meisterschaftsgewinn. Weil das war eine Kreuzung, wo man unbedingt gewinnen muss. Und die Ansprache vor dem Spiel, was Udo Lattek gemacht hat, das war sensationell, das werde ich nie vergessen. Ich sollte gegen Balakow spielen und hat gesagt, ich muss ihn schnappen wie Seeadler. Dann hat er eine Geschichte auch erzählt mit Jürgen Kohler, da haben wir auch gelacht. Verglichen mit Räuber, was willst du tun, wenn Räuber in dein Haus reinkommen und so, was willst du tun? Und dann hat er erwartet, dass er sagt, ja, ich muss mich wehren. Da hat der Koksar gesagt, ja, Ruhe bewahren. Da hat der Udo gesagt, genau, Ruhe bewahren, aber danach wehren. Und das ist Udo Lattek, der hat immer in Bilder gesprochen und das ist ein fantastischer Mensch, eine großartige Trainer und ich bin glücklich, dass ich so ein Mensch, kriege Gänsehaut, wenn ich rede, sowas ein Mensch und Trainer erleben dürfte und das war Sensation, wie er das in dieser kurzen Zeit mit seinem eingeborenen Charisma, wie er das ausgetragen hat. Und wir haben diese Spiele gewonnen. Und nicht nur dieses Spiel. Dortmund holt aus den letzten 3 Begegnungen der Saison 7 Punkte. Der Plan geht auf. Udo Lattek darf sich als Retter feiern lassen. Wenn ein Udo Lattek auf der Bank sitzt, das ganze Medienkonzentration und ganze Verantwortung auf ihn steht. Und der hat das bewusst mit seiner Leichtigkeit genommen und sagen wir, praktische Matthias Sammer überlassen. Der hat seine Gen und seine Energie reingespitzt bei uns. Mit dieser Art macht Sammer in der Folge als Alleinverantwortlicher aus dem BVB auf Anhieb wieder ein Spitzenteam. Und Miki Stevic, 1998 noch WM-Teilnehmer für Jugoslawien, krönt seine beste Saison und erzielt 5 Bundesligatore. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf dieser Welt einen Spieler gibt, der Südtribüne nicht Emotionen weckt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Eine menschliche Wesen, ich glaube, muss reagieren vor Südtribüne, weil sowas gibt es nur einmal. Der BVB wird am Ende Dritter und vor allem der Saisonabschluss wird Stevic noch lange im Gedächtnis bleiben. Gegen Köln bringt er unsere Borussia zunächst in Führung und hat wenig später die Chance zum Doppelpack vom Elfmeterpunkt. 3 Strafstöße hatte er zuvor verwandelt.
alle Vollbrett links oben. Diesmal weicht er vom Erfolgsschema ab. Dann ist in mir dieses Balkan-Syndrom aufgeweckt und ich wollte Panenka-Tor schießen. Und ich glaube, der Torwart ist auf Linie geblieben, hat mir gehalten. Ich habe dieses Balkan-Syndrom viele Jahre gut verdeckt, aber irgendwann kommt das raus. In der Folgesaison dann die Krönung. Dortmund startet mit 4 Siegen in die Saison. Stevic trifft beim 2:0 in Berlin. Der Kampf um die Meisterschaft wird spannend wie selten. Am 18. Spieltag ist der BVB zu Gast in Nürnberg und droht an Boden zu verlieren. Dann rettet Miki Stevic mit dem Ausgleich zum 2:2 einen ganz wichtigen Punkt. Ohne diesen einen Punkt wäre der BVB am Saisonende nicht Meister geworden. Mikis Abgang nach 3,5 Jahren beim BVB deutet sich bereits längere Zeit an, denn er verliert in der Rückserie seinen Stammplatz an Sebastian Kehl. Zum Abschied aber wird er beim Saisonfinale gegen Bremen kurz vor dem Ende noch eingewechselt und darf den ganzen Wahnsinn auf dem Feld miterleben. Diese Feier nach dem Sieger, diese Feier nach der Meisterschaft oder diese Feier außerhalb des Platzes, diese Momente kann dir keiner später nennen. Stevic wechselt zu Fenerbahce Istanbul, kehrt später wieder nach Deutschland zurück und spielt noch für Bochum und Unterhaching. Der BVB aber bleibt nach eigener Aussage sein Lieblingsverein. Wann immer er es einrichten kann, geht er mit den BVB-Legenden auf Reisen. In Erinnerung an seine Zeit in Schwarz-Gelb schwelgt er mit den Worten eines Literaturnobelpreisträgers. Nicht das, was wir gelebt haben, ist das Leben, sondern das, an was wir uns erinnern und wie wir uns erinnern, davon erzählen zu können. Und diese Emotion, wenn ich hier rede über sowas, kriege ich Gänsehaut. Diese Emotion werde ich nie vergessen. Wenn man noch einmal geboren wird, wünscht man sich nur das Gleiche, nochmal da aufzulaufen.